Hallo Simulationsfreunde und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht es um das Thema Go-Around. Das wurde euch sicher gewünscht von euch. Und zwar, wie fliege ich ein Go-Around? Was muss ich tun? Was muss ich beachten? Und darüber reden wir in diesem heutigen Video. Los geht's! Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zurück bei einem neuen Video auf meinem Kanal und willkommen zurück auch im Phoenix Cockpit. Von euch wurde sicher gewünscht, dass ich mal den Go-Round für den Phoenix erkläre und ja, ich habe gedacht, das machen wir jetzt einfach mal. Wir befinden uns jetzt gerade im Anflug auf Düsseldorf. Jetzt machen wir eine Rechtskurve auf den Wegpunkt Metzmann zu und den müssen wir in 3000 Fuß erreichen. Deswegen denken wir hier schon mal auf 3000 Fuß runter. Und dann geht es abwärts. Also, der Flieger, den habe ich soweit schon vorbereitet. Ich gehe mal davon aus, dass ihr, wenn ihr natürlich im Anflug seid, alles schon soweit vorbereitet habt, dass ihr eine normale Landung, auf eine normale Landung ansetzen möchtet. So. Genau. Ich habe den jetzt Flieger, wie gesagt, schon vorbereitet und wir drehen jetzt mal hier bei Richtung Mettmar. Hier haben wir den Mettmar-Punkt, den wir bei 3000 Fuß passieren sollen. Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen schneller unterwegs, aber das hat sich gleich. Ich setze hier schon mal meine Spoilers und Autobrakes sind auch schon gesetzt. Und dann geht das seinen Weg. Das gefällt mir gerade nicht, wie der hier fliegt. Da weg, Mettmar und dann so. Okay. So. Genau, also meine Freunde, wann fliegen wir einen Go-Round? Ist erstmal die erste Frage. Also, ein Go-Round-Procedure ist natürlich erstmal nichts Schlimmes. Das ist Routine, wie Start und Landung, kommt halt einfach nur nicht so oft vor. Und wenn wir jetzt ein Go-Round machen müssen, dann hat das folgende Hintergründe. Entweder, weil sich ein anderes Flugzeug natürlich auf der Start- und Landebahn befindet, weil wir eventuell selber nicht ja, das Flugzeug sicher landen können, wegen bestimmten Wetterverhältnissen. Aktuell, wie ihr seht, ist das Wetter in Düsseldorf auch sehr bescheiden. Ich fliege hier mit Real-Life-Wetter und dementsprechend könnte das durchaus schon mal vorkommen. Was müssen wir jetzt beachten, da wir in diesem Go-Round fliegen müssen? Also, wir haben ja einmal hier in unserem Flugplan nochmal aufgegeben. Hier sehen wir jetzt den Punkt Mettmar, wo wir drauf zufliegen. Und die Landebahn 2-3 links in Düsseldorf. Wenn wir jetzt hier weiter runter scrollen in Phoenix, dann kommt hier auch diese blaue Wegroute. DUS 03, MHV 009 und Bot. Das ist vom Phoenix automatisiert, dass er hier automatisch die Procedures abfliegt für einen Go-Round. Wir können das Ganze auch über Navigraph einmal prüfen. Ich habe hier schon mal die Karte von den 2-3 links aufgemacht. Wenn wir jetzt hier reinschauen, dann sehen wir hier oben Missed Approach Procedure. Climb straight ahead to DME 2.6 und dann Right Turn, Inbound, LMA, NDB, Until Crossing 279. So. Und das Ganze, Entschuldigung, und das Ganze geht dann über Bots rüber und dann auf 4000, Climb to 4000. So, wir haben eine Anflughöhe von 3000, das heißt, wenn wir jetzt gleich auf den Localizer kommen, bei Mettmar, was jetzt gleich passieren sollte, dann tasten wir einmal hier die 4000, damit wir schon mal unseren Missed Approach, unsere Missed Approach Höhe haben. Wir machen das alles gleich Step by Step, das heißt, ihr könnt auch nichts verpassen. So wie immer, so wie gehabt in meinen Videos. Also, hier ist dieser Punkt MHV 009, der ist auch hier zu sehen mit R009 MHV, das ist dieser Punkt. Jetzt haben wir den Localizer gecached und als nächstes machen wir natürlich den Approach-Modus an, damit wir gleich auch den Glide Slope haben. Der muss jetzt auch gleich kommen. Da ist der Glide Slope. AP2 machen wir rein. Den Speed mache ich erstmal auf Managed und setze schon mal meine Klappe. Und ich setze ganz normal zur Landung an. So, das ist unsere Landebahn. So, wir sind jetzt auf dem ILS Established, also Glide Slope und Localizer haben wir. Wir sinken jetzt automatisch den Gleitpfad runter. Das heißt, wir setzen jetzt unsere 4000 Fuß an Missed Approach Höhe. Machen wir hier an, damit das nicht so leuchtet. Unsere Missed Approach Höhe haben wir jetzt.
Wie gesagt, wir fliegen das jetzt ganz normal ab. Und dann machen wir gleich mal einen Go-Around. Wenn wir jetzt gleich den Go-Around machen, das geht alles ziemlich schnell. Ich probiere das für euch ja, so gut wie möglich und so einfach wie möglich darzustellen, damit ihr das auch alles versteht. Also, was müssen wir gleich machen beim Go-Around? Wir bekommen gleich vom Fluglotsen, ich sag mal, ja, eine Anweisung, ein Go-Around durchzufliegen, weil sich eine Maschine noch auf der Landebahn befindet. Das erste, was wir machen, ist natürlich, wir setzen uns Schubhebel auf Toga. Im gleichen Atemzug gehen wir mit den Klappen von Full eine Stufe nach zurück, also es fahren die Klappen ein und fahren natürlich auch das Fahrwerk daraufhin wieder ein, wenn wir eine positive Steigrate haben. Ich setze mal die Klappen auf Full. Jetzt sind wir voll auf dem Glideslope und wir sind fertig für die Landung. Fahrwerk ist draußen, die Klappen sind voll ausgefahren. Und ihr seht jetzt schon im PFD, dass wir hier eine blaue Linie haben. Das ist unsere Go-Round-Route. Die führt uns zurück nach Bot. Und das ist die Route, die auch hier in den Charts drin steht. Und das ist auch immer zu überprüfen, ob die Route auch übereinstimmt mit dem, was in den Charts steht. Weil wenn der Nutzer euch sagt, ihr sollt das Go-Round-Procedure fliegen und ihr das nicht drauf habt und hier eine andere Route drin ist, dann ist das halt ja, nicht so gut. So, wir sind jetzt gleich bei 600 Fuß. Wir warten noch mal ein bisschen. Und dann geht es gleich los. So kurz vor der Schwelle gehe ich mal runter und gehe ich mal in den Go-Around. So, jetzt haben wir Windshear oder sonstiges, jetzt steht hier Land und jetzt können wir nicht mehr landen. Jetzt müssen wir einen Go-Around machen. Das heißt, Schubhebel auf Toga, das Flugzeug steigt automatisch, Fahrwerk einklappen, Positive Climb und die Klappen einfahren. Können wir direkt auf Stufe 3 einfahren. So, jetzt haben wir das Problem, wir fliegen, das heißt, wir haben kein Problem, wir fliegen auf G-Art weg. Das heißt, wir müssen jetzt unser Heading einrasten, damit wir wieder auf NAV fliegen. Jetzt fliegt er diese Route ab. Jetzt sagt er uns Level Climb, das heißt, wir gehen mit dem Schubhebel zurück auf die Climb-Position, damit wir wieder Mendels Speed haben. Und jetzt fliegen wir automatisch auf die 4000 Fuß, die wir hier eingerastet haben. Dann fliegt er automatisch diese blaue Route ab. Klappen nicht vergessen, wieder einzufahren. Und jetzt nochmal eine Stufe nach oben. Klappen sind jetzt voll eingefahren. Und im Endeffekt sind wir jetzt, ja, einen Go-Around geflogen. Ganz einfach. Ihr müsst einfach nur diese Procedures haben von Toga, dann Fahrwerk, wenn ihr positive Steigrate habt und dann die Klappen einfahren. Und nicht vergessen, den Heading-Knopf drücken, damit der Autopilot wieder automatisch euch Richtung Bot fliegt. Also die Mr. Approach Route abfliegt. Wie ihr seht, fliegt jetzt automatisch die Mr. Approach Route ab. Wenn wir jetzt in der MCU gucken, dann haben wir hier wieder diese gleiche Route. Ich mache das mal hier, dann seht ihr das besser. Genau, wir fliegen jetzt diese Route nach Bot wieder ab. Und ihr sollt jetzt wieder, ihr fliegt jetzt aus Mr. Approach, diese Mr. Approach Route nach Bot. Und jetzt sagt der Lotse euch, ja gut, dann fliegt die mal. Und dann habt ihr hier, ne, diese Route, ihr seid hier, fliegt jetzt nach Bot. Dann müsst ihr diese Discontinue wieder rausmachen. Discontinuity. Inserten das und dann habt ihr wieder diese Route und fliegt vom Bot wieder nach Metma. Und dann landet ihr wieder. Oder fliegt einen weiteren Go-Around, je nachdem. So, meine Freunde, das war's auch schon mit dem Go-Around-Procedure. Ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen erklären und ich hoffe, es war verständlich und ja, euch hat es gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, ciao, euer Bot.